Sie sind die Retter in der Not rund um das Matterhorn. Im Winter haben die Rettungsflieger aus Zermatt Hochsaison. Notarzt Stefan Brückner und sein Rettungssanitäter versorgen einen verunglückten Skifahrer. Der junge Mann hat sich den Oberschenkel gebrochen, ist aber stabil. Über 2000 Einsätze fliegen die Rettungscrews der Air Zermatt im Jahr. Tendenz steigend. Warme Winter mit schlechten Schneebedingungen haben die Anzahl der schweren Verletzungen erhöht. Momentan haben wir natürlich Verhältnisse, wo die Pisten relativ hart sind. Hart heißt vereist, aber auch viele, wie soll ich sagen, überschätzen vielleicht manchmal auch ihre Fähigkeiten. Die Helikopterbasis der Rettungsflieger in Zermatt. Wenn ein Notruf in der Funkzentrale eingeht, ertönt der Alarm. Schnittverletzung, Kopfverletzung, Landung möglich. In wenigen Minuten müssen der deutsche Notarzt Stefan Brückner und sein Team für den nächsten Rettungseinsatz abflugbereit sein. Der Zeitdruck ist ein permanenter Begleiter. Zum einen wollen wir natürlich schnell zu den Patienten kommen, weil wir nicht wissen, wie schwer sie verletzt sind oder womöglich Schmerzen haben, starke. Zum anderen geht es natürlich auch darum, wenn so viel los ist, dass man auch relativ schnell wieder klar wird, dass man wieder frei wird für die nächsten Einsätze. Neben Notarzt Stefan Brückner besteht die Crew aus dem erfahrenen Pilot Gerold Biener und dem Rettungssanitäter Menno Börmanns. In den Wintermonaten vergeht kein Tag ohne mehrere Einsätze. Für den Piloten Gerold und seine Kollegen Berufsalltag. Das ist der normale Wahnsinn, jeden Tag. Seit mehr als 50 Jahren sind Zermatts Rettungsflieger zur Stelle, wenn erste Hilfe am Berg gefordert ist. Immer in Sichtweite das Matterhorn. Es sieht so aus, als würde man da direkt daneben landen können. Der Pistenpatrouilleur ist vor Ort. Ziel ist der Snowpark Zermatt in 3200 Metern Höhe. Immer wieder verletzen sich hier Wintersportler beim Üben von Sprüngen. Die Pistenpatrouilleurin informiert Stefan über den Zustand des Verletzten. Unterschenkelfraktur. Links und Unterarm rechts. Nichts, okay. Hat starke Schmerzen, hat aber noch keine Schmerzen. Spricht was? Englisch. Hey, Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Okay, Können Sie sich an alles erinnern? Ja. Wo sind wir hier? In Zermatt. In Zermatt, okay. Wo schmerzt der Arm? Da? Hier. Ja, Ich muss es abchecken. okay. Wo schmerzt es noch? Down here? Hier unten? Hier? Okay. Haben Sie hier oben Schmerzen? Im Rücken? Nein, da ist es okay. Und hier? Auch okay. Gut. Ich gebe Ihnen jetzt ein Schmerzmittel, okay? Ja. Yes. Give me this Ich brauche diesen Arm. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nein, keine Allergien. Ich trinke Wein. Sie trinken Wein. Ich auch. Das ist okay. Stefan ist Anästhesist und Rettungsnotarzt. Normalerweise leitet er die Notfallklinik am Uniklinikum München. Aber 3 bis 4 Mal pro Jahr heuert er für eine Woche bei den Rettungsfliegern an. 1000 Mal stärker als Morphin. Fentanyl. Good stuff. Gutes Zeug. Strecken Sie Ihr Bein. Zuerst das rechte und dann helfe ich Ihnen mit dem linken. Ja. Kopf gibt das Kommando. 1, 2, 3. Schließlich wird der Verletzte auf die Rettungsbahre gelegt. So schlimm ist es nicht. Der Skitourist aus Istanbul muss in das Krankenhaus in der nahegelegenen Kleinstadt Visp geflogen werden. Für die normalen unfallchirurgischen Sachen ist Visp hier das Krankenhaus und die müssen alles nehmen. Insofern melden wir die Patienten dort an und dann werden die in aller Regel auch aufgenommen. Von den Skipisten Zermatts sind es nur wenige Flugminuten ins tiefer gelegene Visp.
Bis in den Aufnahmeraum des Krankenhauses begleiten Notarzt und Rettungssanitäter den Verletzten. Wo sind wir hier? Im Krankenhaus in Visp. Ja, er hat ziemlich sicher sich sowohl den Arm als auch den Unterschenkel gebrochen. Das muss man jetzt natürlich noch durch eine Röntgenuntersuchung verifizieren, aber so wie jetzt es auf den ersten Blick aussieht, hat er das beides, ja. Kannst du das Bein stabilisieren? Tue ich da Luft mal rein? Yes. Ja. Ja, alles klar. Ja, we know. Wir müssen Sie auf das andere Bett legen. Es tut mir leid, aber das wird jetzt noch mal wehtun. Sorry. Er macht es. Okay. One more time. Yes, 1, 2, 3. Very slow. Very slow. Oh, no. Oh, It's okay. It's already done, it's okay. Okay. Trotz Stress und Zeitdruck gefällt Stefan die Arbeit im Rettungsteam. Was macht es hier besonders, jetzt gerade im Vergleich zur Arbeit in der Klinik? Da muss man einfach sagen, dass das Arbeiten draußen natürlich ganz was anderes, dieses kurzfristige Reagieren müssen, macht das Ganze spannend, macht es abwechslungsreich. Und gerade wenn man von einem großen Krankenhaus kommt mit den ganzen sehr regulierten Abläufen, dann ist man hier doch viel flexibler unterwegs. Es ist in einem kleinen Team und das, was man tun kann, das ist sehr direkt. Ja. Man kann unmittelbar helfen und das macht Spaß und es befriedigt auch sehr. Stefans Kollege Gerold arbeitet seit 40 Jahren bei der Air Zermatt, davon 33 Jahre als Pilot. Seit 12 Jahren leitet er das Unternehmen als Geschäftsführer. Gerold Biener wuchs in Zermatt als Sohn einer Bäckerfamilie auf und gilt als erfahrenster Rettungspilot Europas. Also Rettungspilot, das wird man nicht einfach so. Zuerst ist die Faszination der Fliegerei, dann der Einstieg in die Fliegerei und irgendwann, klar im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten hier, musst du quasi dann auch Rettungen fliegen und da kommst du dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Als wir Jungs waren, da steckte die ganze Luftrettung, Bergrettung noch in den Kinderschuhen und wir waren damals natürlich auch fasziniert von diesen Leuten, die verletzte und tote Bergsteiger zu Tale bringen und tragen und fliegen und ja, es war schon auch ein bisschen ein Wunsch, dass man vielleicht sowas mal später auch machen kann. Inzwischen sind es mehr als 14.500 Flugstunden und über 4.500 Rettungseinsätze, die Gerold absolviert hat. Stefan, das wäre eine Rückenverletzung. Jawohl. Nehme Bergesack, Ware und kleiner Rucksack. Das ist gut so, genau. Der nächste Einsatz führt auf eine Skipiste am trockenen Steg. Ein Bergrücken in 3000 Metern Höhe oberhalb von Zermatt. Sobald die Rettungscrew ausgestiegen ist, fliegt Gerold den Helikopter an eine weniger belebte Stelle. Hier auch? Ja. Die Zehen kannst bewegen? Teilweise, ja. Okay. Ja. Hast du einen Rücken? Ah. Da tut's so weh. Ja. Hier oben. Oh, ja. Jetzt machen wir ein bisschen die Faust auf und zu. Jetzt gibt es einen Stupfer. Der Patient hat eine Rückenverletzung. Jetzt hat er ein Schmerzmittel bekommen. Jetzt machen wir hier auf der Vakuummatratze die Lagerung parat. Genau. Dass es alles sauber, die Wirbelsäule sauber in einer Linie bleibt. Ich mache da ein bisschen auf für den Halskragen. Ja. Wir heben dich jetzt über. Du spannst deine Bauchmuskeln ganz stark an, machst dich steif
Okay. Und der Menno am Kopf gibt's Kommando. 1, 2, 3. Hoch. Ja. Und Solange nicht klar ist, wie genau die Verletzung aussieht, ist höchste Vorsicht geboten. ist das gegangen für dich? Kommen nicht? Tipptopp, so. Der Patient hat jetzt wahrscheinlich eine Rückenverletzung, kann aber alles bewegen, das ist gut. Er hat sehr starke Schmerzen gehabt. Wir haben ein starkes Schmerzmedikament gegeben, sodass jetzt das Umlagern sehr weich und soft ging. Wir haben ihn jetzt auf dem Vakuumbett stabilisiert und holen jetzt dann den Hubschrauber wieder her und laden ihn ein. Ciao, Georg. Ciao. Wir sind in 5 Minuten abholbereit. Gleicher Ort, aber auf der Piste. Die Piste wird gesperrt. So, Herrschaft, hello. Bitte weitergehen. Es ist nicht immer leicht, die Skipiste für die Landung des Helikopters zu räumen. Innerhalb weniger Minuten kommt Gerold mit dem Helikopter wieder zurück zum Unfallort. Alles klar, Stefan? Alles gut. Tipptopp. Ja, der Patient ist beim Snowboarden, hat er verschnitten und ist auf den Rücken gefallen, hat dort einen sehr starken Schmerz. Das Gute ist, dass er jetzt momentan keine neurologischen Ausfälle hat, also keine Lähmungen, aber trotzdem gilt es, vorsichtig zu sein und die Verletzungsmuster jetzt abzuklären und zu schauen, ob da mehr dahinter steckt. Ein Rettungseinsatz per Helikopter kostet die Verletzten rund 2.000 bis 4.000 Schweizer Franken. Die Kosten dafür trägt zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung, sofern diese existiert. Das Skigebiet in Zermatt verfügt über einen Pistenrettungsdienst. Der wird als erstes von der allgemeinen Notrufzentrale über einen Skiunfall informiert und schickt dann einen Mitarbeiter samt Bergungsschlitten zum Unfallort. Ist die Verletzung nicht so schwerwiegend, wird der Betroffene direkt mit dem Schlitten ins Tal gebracht. Theo, Rotor 4, Unfall ankommen. Ich bin ziemlich schnell gefahren und bin jemandem ausgewichen. Dann erwischte ich eine Kante und verlor die Kontrolle. Ich habe mein Knie so weit verdreht, wie man sein Knie verdrehen kann, also kein Spaß. Nur wenige 100 Meter weiter versorgt die Pistenpatrouilleurin Angie Sandos einen verletzten Skianfänger. Er hat seine Hand geschnitten mit dem Ski und hat eine tiefe Schnittwunde an den Daumen und es blutet ziemlich stark. Und es kann sein, dass da ein Band zerschnitten ist. Nach wenigen Minuten trifft ein Helikopter der Air Zermatt ein. Bis zu 5 Rettungshelikopter können parallel eingesetzt werden. Wir entscheiden, wie wir diese Leute abtransportieren. Es ist gerechtfertigt, weil der Herr, wie er geblutet hat, war keine gute Idee, ihn wieder zur Negerbahn hochlaufen zu lassen. Er ist ein Anfänger, kann nicht Skifahren, das kann auch nicht hier runter. Es ist nicht, weil es eine Lebensgefahr ist, dass immer ein Heli fliegt. Es ist ab und zu auch für Bequemlichkeit von Patienten. Voilà. Die Pistenpatrouilleure müssen immer ad hoc selbst entscheiden, ob ein Rettungshelikopter der Air Zermatt gerufen werden muss oder ob es sinnvoll ist, die Verletzten per Rettungsschlitten ins Tal zu bringen. Die meisten Skiunfälle passieren am Nachmittag, wenn Kraft und Konzentration nachlassen und der Schnee schwer und sulzig wird. Gerade Anfänger überschätzen dann häufig ihre Fähigkeiten. Die Frage, ob einen das ärgert, wenn Leute unvernünftig sind oder Dinge tun, die man vielleicht selber nicht nachvollziehen kann. Ich mache mir da ehrlich gesagt kaum mehr Gedanken drüber, weil es ganz schwierig ist, die Grenze zu ziehen. Ja, der eine ist professionell unterwegs und verletzt sich dabei, der andere ist Anfänger, der eine überschätzt sich, der andere hat einfach per Zufall, einfach ist es blöd gelaufen. Das hat mich früher tatsächlich ab und zu ein bisschen geärgert, aber inzwischen hilft mir dem, was passiert und die Frage nach dem Warum, das führt letztendlich zu nichts.